Hallo und herzlich willkommen im Livestream des Deutschen Museums. Wir leben hier in verrückten Zeiten, deshalb kommt das Museum jetzt zu den Besuchern nach Hause. Wir befinden uns gerade im zweiten Stock des Deutschen Museums in der Sammlung der Musikinstrumente und da, um genau zu sein, in der Musikautomatenabteilung. Und weil ich davon keine Ahnung habe, habe ich eine Expertin an meiner Seite, nämlich die Kuratorin höchstpersönlich, Frau Berdux. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Willkommen, ja. Vielen Dank. Es ist so ein bisschen nachts im Museum-Gefühl, nur tagsüber, alles leer, Ja. aber sehr schön. Wir halten natürlich ganz brav Abstand, ne? Social Distancing ist wichtig und da achten wir auch die ganze Zeit darauf, aber es ist so schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, ja. Klären Sie mich kurz auf, wo genau sind wir hier, was können Sie uns heute zeigen? Ja, wir sind in der provisorischen Ausstellung hier im Deutschen Museum der Musikautomaten, wo ein Teil unserer sehr großen Sammlung gezeigt wird. Das Deutsche Museum hat ja insgesamt ungefähr 2000 Musikinstrumente und 4000 Programmträger für Musikautomaten. Von daher sind wir hier jetzt auch in einem Teil, der einen Großteil unserer Sammlung nun wiederum betrifft. Es ist provisorisch, weil ja die neue Ausstellung hoffentlich dann eröffnet wird, Ende 2021, wo eben auch Musikautomaten zu sehen sein werden. Hoffentlich dürfen wir bis dahin wieder raus. Ja, hoffentlich dürfen wir uns dann auch wieder näher kommen, das werden wir sehen und hoffentlich sind dann auch die Besucher live wieder da, was ja doch hoffentlich bis Ende 2021 der Fall sein wird, denke ich, ja. Ja, ich denke, viele Menschen kennen irgendwie Musikautomaten. Vielleicht hat man in der Innenstadt schon mal so einen Drehorgelspieler oder eine Drehorgelspielerin gesehen. Viele kennen vielleicht auch diese ganz kleinen Spieluhren, die man manchmal zu Hause hat, die auch manche Kinder haben, wo man mit so einer kleinen Kurbel dreht und die dann so ein bisschen manchmal etwas zirpige Klänge von sich geben. Aber das ist natürlich nur ein Mini-Bruchteil von der Vielfalt, die Musikautomaten ausgemacht haben in der Geschichte. Man ahnt davon häufig nichts. Bevor ich ins Deutsche Museum kam, wusste ich auch nicht sehr viel, was für ein faszinierendes Gebiet ist und auch wie breit es ist und wie viele Formen es gibt. Man muss sich ein bisschen zurückversetzen bei vielen Automaten in die Zeit vor Radio, vor Grammophon, vor CD-Spieler, vor Streaming natürlich, wo Musikautomaten eine der ganz wenigen Möglichkeiten war, dass man Musik hatte. Eben, Musik ist doch was, das so wichtig ist für die Seele. Und uns ist völlig klar, wenn wir Musik hören wollen, haben wir Zugriff auf Musik. Wir kriegen das immer hin. Aber es gab ja eine Zeit, in der diese Musikklänge, die so glücklich machen, einfach nicht immer zugänglich waren für die Leute. Ja, und Musikautomaten haben da eine große Rolle gespielt, neben Live-Musik natürlich, das ist ja klar. Aber ich finde es immer sehr schwierig, mich da rein zu versetzen, dass es eine Zeit gab, wo die Musik nicht omnipräsent war, sondern gar nicht. Also, sondern eher im Gegenteil, wo man eben Automaten brauchte oder richtige Musiker, die für einen Musik gemacht haben oder natürlich das eigene Musizieren, das ist ja ganz klar. Und ich hatte gedacht, wir schauen heute also es ist ja nicht sehr viel Zeit und dass wir eine ganz kleine Auswahl anschauen, was auch so wichtige Meilensteine vielleicht so der Entwicklung sind. Und ja, ich habe 5 Instrumente ausgesucht, oder 5 Typen ausgesucht, die wir vielleicht anschauen können. Ich kann es kaum abwarten. Wo gehen wir hin? Ja, wir fangen an mit einem Instrument, was wir Schweizer Spieldose nennen. Das ist sowas, das ist um Ende des 18. Jahrhunderts entstanden in dieser Form. Unsere ist allerdings jünger. Und das ist so die Zeit, in der Beethoven gelebt hat, Haydn gelebt hat, Mozart war schon verstorben. Da wurde in der Schweiz wurden Spieldosen, nennt man es, die haben oft die Form dieser Kästen, wurden entwickelt. Und hier sieht man auch vorne sehr schön, dass es ein Schweizer Produkt ist. Da ist die Schweizer Flagge und dann haben wir auch 2 typische oder als typisch bedachte Instrumente drauf und eben auch alpines Getier ist auch da. Und das ist eben was gewesen, das wurde in der Schweiz ganz, ganz viel angeboten und war neben Käse und Uhren damals auch schon so ein touristisches Objekt, was eben viele Leute auch erworben haben. Und es gab auch Hersteller und Händler, die haben es auch in den Hotspots des Tourismus, also mitten in Interlaken hat zum Beispiel einer ein Geschäft auch eröffnet, um eben solche Instrumente verkaufen zu können. War das etwas, was sich wirklich nur sehr reiche Leute leisten konnten oder wie groß war auch die Produktion von sowas?
Also das war das erste Produkt, was im gewissen Rahmen in größeren Mengen hergestellt wurde, was auch sehr viel exportiert wurde. Es war aber eine sehr diffizile Angelegenheit, die herzustellen. Man hat das gerade schon gesehen, wir haben diesen Zylinder mit so ganz, ganz kleinen Stiften drauf und dann haben wir einen Kamm mit solchen Zähnen, die die Töne machen. Das kennt man auch aus diesen ganz kleinen Kinderspieldosen, wenn man sich daran erinnert. Und das ist jetzt eine relativ einfache Spieldose, die wir hier haben, aber es gibt auch sehr komplexe. Und diese einfachen waren nicht ganz günstig, aber konnten sich relativ viele Leute leisten. Aber es war sehr beschränkt. Anders als heute kauft man ja ein Gerät und man hat ganz viel Musik zur Auswahl, die man auch nachkaufen kann. Ist es hier nicht der Fall, sondern dieser Zylinder gehörte nur zu diesem einen einzigen Instrument. Zu diesem. Ach, man konnte also das nicht einfach austauschen und Nein. sagen, jetzt habe ich mal Lust auf Beethoven. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt Okay. nicht. Sondern zu diesem einzelnen Instrument. Es gab natürlich Instrumente, die hatten mehr Zylinder, aber wenn man eins mit einem Zylinder kaufte, hatte man nur diesen einen einzigen Zylinder. Wir kommen später noch dahin, wann sich das geändert hat. Das war nämlich erst ziemlich spät, als sich das geändert hat. Okay. Das heißt, die Leute waren froh, dass sie überhaupt Musik hatten. Genau, dass sie überhaupt Musik hatten. Und diese Zylinder, die ja sehr, sehr komplex sind, die wurden ganz viel in Heimarbeit hergestellt. Also es war auch durchaus ein Wirtschaftsfaktor und wurden dann eben von Händlern und auch Fabrikanten dann weiter vertrieben. Und dieses Instrument spielt auch. Ich hatte vorher schon gesagt, normalerweise mache ich diese Vorführung der Instrumente nicht selbst. Ich hoffe, dass das alles klappt, sondern habe meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen dabei, die die Führungen hier entweder selbst machen, die meisten, oder mit mir zusammen. Ich hoffe, dass es trotzdem alles funktioniert. Wir probieren es einfach mal. Ich meine, wir sind im Livestream, was klappt, klappt und was nicht. Und die Kollegen sind ja bestimmt auch im Livestream dabei und gucken. Ich hoffe, die können dann mir vielleicht hinterher sagen, was ich hätte machen müssen. Hier war das Problem, dass ich nicht weiß, wie man das Instrument wieder stoppt. Aber wir werden sehen, ob es stoppt oder nicht. Also es ist so, dass ich muss es aufziehen, damit es spielt. Es hat also quasi so ein Uhrwerk drin und das mache ich jetzt hier mit diesem Hebel. Leider ist einer dieser Zähne ist nicht ganz in Ordnung und dadurch schnarrt das so ein bisschen. Vielleicht kann sie davon abstrahieren, dass es das tut. Und ich glaube, man sieht, wie fein diese kleinen Zähne hier auf diesem Zylinder sind und wie fein auch vorne die Zähne sind. Die haben ja noch mal so eine ganz kleine Spitze, damit sie wirklich immer nur der entsprechende Zahn angezupft wird von den Stiften. Das ist ja so ein unglaubliches Geräusch, das ist so ein ganz spezielles Geräusch. Irgendwie das erinnert mich an Kinderzeit und Ja. die Aufziehspielzeuge. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip, Ja. die modernen auch noch? Ja, also dieses ist halt mit einem Uhrwerk und wenn man diese kleinen hat, dann kurbelt man ja. Aber das Prinzip ist genau dasselbe, nur ich finde, bis auf diesen etwas schnarrenden Zahn hier, klingt es eigentlich ganz wunderbar. Ja. Und das ist natürlich die Qualität des Instrumentenbaus, dann, der sich mit diesem Kamm beschäftigt, aber auch mit dem Gesamtinstrument. Wie ist der Resonanzkörper im Instrument und sowas. Also es ist eine sehr hohe Kunst. Und was man manchmal unterschätzt, ist auch die Genauigkeit des menschlichen Ohrs. Denn wenn man diese Stifte hier nur minimal falsch einsetzt, dann hakt es und dann hinkt es. Und wir hören halt Millibruchteile von Sekunden und das wäre für uns unerträglich. Also es ist eine sehr, sehr hohe Kunst vom Klang, aber eben auch von der Bestiftung dieser Walze. Wie lange läuft so eine Walze, bis sie wieder von vorne walzt? Das habe ich nicht gemessen, nur, ich weiß nicht, vielleicht 2 Minuten oder 1 Minute. Okay. Ich weiß es nicht. Na klar, weil die auch relativ dünn ist. Das heißt, Ja, es die kann ist- da gar nicht so viel passieren, dass man Ja. da jetzt eine Stunde lang Musik drauf hören könnte. Wobei, wie wir ja hier auch schon am Anfang gesehen haben, die hat halt 5 verschiedene Melodien drauf, diese Walze. Also die Zylinder würde man es in dem Fall nennen. Das sieht man hier. Und ich möchte vor allem auf das erste Stück schon mal hinweisen, die kleine Fischerin, ein Walzer oder ein Stück, das wir heute überhaupt nicht mehr kennen, was aber später noch, würde ich das noch mal erwähnen. Und deshalb ist es interessant, dass es auch in dieser Schweizer Spieluhr hier drauf ist.
Also es sind die berühmtesten Stücke der Zeit. Gab es damals Parade. Hits? Ja, die kleine Fischerin, die letzte Rose aus Martha und auch von Donizetti und sowas. Aber man kann sich natürlich wie heute auch leicht vorstellen, es gab ja noch nicht so Retro wie heute, wie man das hätte, dass man die Schlager der 70er Jahre wieder hat. Dass natürlich dieser Zylinder hat vielleicht eine Lebensdauer von 3 Jahren, 5 Jahren. Weil dann kam schon wieder neue Musik sozusagen. Und deshalb, also aktuell konnte man es nicht halten, sozusagen. Okay, dieses Gerät hier, vor dem ich gerade stehe, sieht für meine Begriffe älter aus. Ist es älter oder neuer? Das ist auch deutlich älter. Also diese Spieluhr, die wir gerade gesehen haben, dieser Typ wurde erfunden Ende des 18. Jahrhunderts. Aber unsere Spieluhr, nehmen wir an, ist ungefähr aus der Zeit um 1900. Wir wissen es nicht ganz genau. Wie ja überhaupt die Musikinstrumente immer einen großen Forschungsbedarf oder Forschungsfragen aufwerfen. Und das wäre auch interessant, mehr über diese Spieluhr zu wissen. Das, was ich hier rausgesucht habe, ist eine Serinette, heißt das. Das kommt von Serin, der Zeisig, was ja ein Vogel ist. Und das ist etwas sehr, sehr Verbreitetes in der Zeit um 1800, also ungefähr dieselbe Zeit, weil man hatte ganz viele Vögel, die man zu Hause gehalten hat, wie wir das heute auch noch hatten. Aber man hatte den Ehrgeiz, dass man ihnen neue Melodien beibringen wollte. Ach, Vogel trainieren. Vogel trainieren, genau. Das war nicht so wahnsinnig einfach, weil der Vogel war nicht unbedingt motiviert, das zu lernen, kam natürlich auf die Gattung des Vogels an. Und manche können es besser oder nicht. Zum Beispiel Amseln sind sehr fit, das hört man ja manchmal selbst auch, dass Amseln auch üben und immer neue Melodien singen. Zumindest bei mir zu Hause ist eine, die sitzt immer oben und jeden Abend singt sie anders. Das ist sehr interessant. Okay. Und man hat halt gedacht, man kann ihnen neue Melodien beibringen. Das hat man sowohl mit Flöten gemacht, aber eben besonders mit diesen kleinen Serinetten. Und man musste es dem Vogel immer wieder vorspielen und er musste auch im Dunkeln sitzen. Das kennen wir ja auch. Wenn wir uns konzentrieren wollen, müssen wir möglichst alle anderen äußeren Einflüsse eben auch weglassen. Und das ist hierbei eben auch so. Und das hat dann auch funktioniert? Unterschiedlich, aber es gab zum Beispiel Haydn hatte einen Vogel, der war wohl relativ fit, auch da was zu machen. Und es gibt eben sehr, sehr viele Berichte auch darüber. Wahnsinn. Okay. Und ich finde es einfach ein sehr interessantes Instrument und einen Teil quasi kennen wir schon, das ist nämlich diese Walze. Nur sieht die jetzt anders aus, vielleicht erinnern Sie sich an die Folgewalze, die war aus Metall und hatte so ganz, ganz kleine Stifte und diese Walze ist nun aus Holz und hat ein bisschen größere Stifte und das ist die ältere Form. Also alle Automaten, die vorher sind, haben diese Form. Und wir kennen ja auch zum Beispiel Stücke für Flötenuhr von Mozart und von Haydn oder auch Stücke von Beethoven. Und die hätten immer so eine Walze. Die können natürlich viel, viel größer sein, aber das ist das Prinzip. Und hat die jetzt auch diese kleinen Metallstifte drin? Oder? Nein, die hat keine Metallstifte, sondern wenn wir hier hinten schauen, hat die Orgelpfeifen. Oder hier oben sieht man sie auch ganz gut nochmal. Also das, was klingt, sind kleine Orgelpfeifen. Und wir wissen ja, die Orgel ist ein riesiges Blasinstrument. Und von daher haben wir hier vorne einen kleinen Balg. Leider spielt das Instrument nicht, weil der Balg undicht ist. Wenn man an der Kurbel dreht, wird dieser Balg in Bewegung gesetzt und die Walze wird in Bewegung gesetzt. Und dadurch fließt die Luft fließt in diese Pfeifen und welche Pfeife jeweils angeblasen ist, wird über diese Stifte bestimmt. Sensationell. Und das Besondere unseres Instruments ist das, was man hier oben sieht. Also man hat hier hinten einen Teil der Pfeifen schon gesehen. Und hier oben haben wir eine zweite Reihe Pfeifen. Und das ist das Besondere, weil das sind größere Pfeifen. Und es gibt ja Vögel, die hoch singen und Vögel, die tief singen. Und natürlich wie wir selbst auch leichter lernen, wenn man uns in unserer eigenen Tonhöhe vorsingt, ist das bei Vögeln auch so. Und von daher konnte man hier einen kleinen und einen großen Vogel damit unterrichten. Ach Gott, ist das süß. Und ich habe mir kommen die Tränen fast. Kleine Vögelchen. Und ich habe gerade gestern gelernt, unser Instrument heißt eigentlich nicht Serinette, wie ich bisher gedacht habe, sondern Perroquet, was ich vorher noch nie gehört hatte und was das wohl der Fachausdruck für Instrumente ist, die 2 Pfeifenreihen haben. Okay. Aber das war auch wieder so ein Ding, da ist die Walze einmal drin und dann hört man die gleichen Lieder. Genau, und zu unserem Instrument gehört noch eine zweite Walze, aber man hatte immer nur die Walzen, die man gleich mitgekauft hat, ja.
Und kam dann irgendwann die Zeit, an der man sich dachte, Mensch, es wäre doch schön, dass man verschiedene Lieder hat auf irgendwelchen Platten oder sowas? Ja. Und das kam erst ganz spät, nämlich erst 1882, muss man sich mal vorstellen. Also wirklich extrem spät. Und da habe ich eben auch ein Instrument rausgesucht, was wirklich der Wendepunkt ist. Okay. Wann war das nochmal? In welchem Jahr? 1882 wurde das Patent für dieses Instrument angemeldet von Herrn Ehrlich aus Leipzig. Und das Instrument heißt Ariston, warum auch immer. Und ist eigentlich nicht so wahnsinnig spektakulär, finde ich, ist aber ein zentrales Instrument. Weil das, was er zum Patent angemeldet hat, ist eigentlich gar nicht so sehr das Instrument, aber ist das Prinzip, dass man Platten austauschen kann. Und wir haben jetzt eine nachgebaute Platte und die ist jetzt was man schon sieht, was ganz anderes. Die ist aus Pappe und hat einfach Löcher drin. Natürlich, so einfach ist das mit den Löchern nicht, da komme ich gleich noch dazu. Aber es ist natürlich etwas, was man sehr einfach herstellen kann, auch in Massen. Also man muss nicht mehr Stifte reintun und nicht mehr sowas machen, sondern man hat dieses. Und diese Platten, das ist normiert, das ging auf alle Instrumente. Und das war ein riesiger Wendepunkt, weil das industriell hergestellt werden konnte. Und ab diesem Zeitpunkt waren auch diese Platten, ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr davon, waren auch ein eigenes Produkt. Das war ja vorher nicht so, das gehörte ja ganz eng zusammen. Und die Platten wurden eben auch separat angeboten. Und dieses Ariston ist auch, wir werden es gleich hören, ist auch ein Instrument, was man auch insgesamt industriell herstellen kann. Dadurch war das auch erstmals so günstig, dass sich das wirklich sehr viele Menschen leisten konnten. Okay. Und ich habe ein Bild, also es ist leider nur eine schlechte Reproduktion von Defregger mitgebracht aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das Original hängt in Schloss Tirol. Und das ist so eine alpine Szene sozusagen. Und hier haben wir genau so ein Ariston, wie unser Ariston ist. Und das heißt sozusagen, alle stehen ganz ergriffen darum. Und was Sie vorhin auch schon gefragt hatten, ist jetzt der Fall. Mit diesem Instrument konnten wirklich ganz viele Bevölkerungsschichten sich die Musik nach Hause holen. Und es gibt eine ganz hinreißende Schilderung in der Zeitschrift für Instrumentenbau, wo er sagt, ja, es war irgendwie im Gebirge ganz einsam und es war nie nur der Wind und das Vogelgeschrei und auf einmal, und der Kirchengesang sonntags in der Kirche, aber mit diesem Instrument auf einmal kam auch in diese gottverlassene Gegend, kam jetzt die Musik. Und man konnte sich eben aussuchen, welche Musik man haben wollte und konnte sie eben auch nachkaufen. Und der war extrem erfolgreich mit seinem Ariston und es gab sehr, sehr viele Nachahmer. Und deshalb, jetzt kommen wir wieder zur kleinen Fischerin. Bisher war das ja zusammen sozusagen. Das Stück musste bearbeitet werden und auf den Zylinder kommen, aber es wurde immer mit den Spieldosen zusammen verkauft. Und jetzt war es ja ein eigenes Produkt. Das heißt, die war auch genormt. Das heißt, jeder wusste, genormt, wenn man Platten dafür herstellt, klingt das dann so. Und hierfür gab es 5000 verschiedene Titel allein für das Ariston. Ja. Und die Komponisten fanden das jetzt natürlich überhaupt nicht lustig. Zum Beispiel der Komponist der kleinen Fischerin, dass ihre Stücke mit millionenfach wirklich verkauft wurden und sie davon kein Geld sehen wollten. Das fanden sie überhaupt nicht lustig. So. Und es gab Prozesse ohne Ende im 19. Jahrhundert darüber. Einmal über die Patente, über die Patentsachen, die Instrumente betrafen. Aber die Komponisten wollten halt auch beteiligt werden am Gewinn. Kann man ja irgendwie verstehen. Es war in den Zeiten vor GEMA und vor allen anderen. Und das ist so ein erster Schritt eigentlich dahin. Und sie haben dann auch prozessiert und haben auch zum Teil gewonnen und mussten dann eben auch beteiligt werden darin. Und deshalb ist die kleine Fischerin, die niemand mehr kennt, ist deshalb ein wichtiges Stück. Unser Ariston ist ein bisschen speziell, finde ich, weil es diese sehr, sehr schönen Putti hier hat. Die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen mit ihren Instrumenten, aber es ist eigentlich so ein ganzes Ensemble, was hier eben da ist. Ein bisschen historistisch. Zum Beispiel haben wir hier so eine Art Laute, die in der Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr üblich war. Und wir werden gleich hören, was da drin ist. Das sind nämlich... Jetzt bin ich gespannt. Ja, eben. Klingt sehr anders. Klingt wie also sind Harmoniumzungen drin. Ich hoffe, dass ich das alles richtig hinbekomme. Mist, ich hätte es eigentlich extra
Maßarbeit hier. Leider habe ich es doch vorhin zu weit gedreht und wir fangen jetzt nicht ganz am Anfang an. Wir hören einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, ob man das im Livestream jetzt gehört hat, aber es war richtig laut. Ja. Also ich meine, ich habe immer geguckt, hier ist wirklich nirgendwo eine Steckdose, die reinführt mit irgendeinem fetten Verstärker. Es ist einfach nur, weil man da kurbelt, kommt so ein Riesengeräusch in den Raum. Wahnsinn. Also man hat halt wieder einen Balg, natürlich, ist ja klar. Und dann hat man sowas wie Harmoniumzungen, das ist ein bisschen wie eine Mundharmonika, ganz grob gesagt. Und die werden eben angeregt und wir hatten es am Anfang vielleicht schon gesehen. Wir haben hier solche Zähne. Und das ist 0 und 1, entweder es ist ein Loch oder kein Loch. Und entsprechend, wenn hier ein Loch ist, wird eben das zu dieser Zunge weitergeleitet und die klingt dann. Ich finde es auch immer überraschend, wie laut das ist, muss ich auch sagen. Ja. Ich habe mich fast ein bisschen so, was kommt denn da jetzt raus? Okay. Und wie gesagt, und das ist halt eine nachgebaute Platte, die wir jetzt haben, weil wir versuchen natürlich die Originale zu schonen auch dabei, ja. Und es kommen immer wieder Platten auch im Angebot. Also wenn einer von den Zuschauern noch Platten hat oder auch andere Programmträger, kann er sich gerne melden und wir schauen dann, ob wir sie in die Sammlung aufnehmen. Ja. Okay, in alten Dachböden. Manchmal kommen eben solche taucht Dinge. was auf. Ja. Jetzt, ich hatte schon gesagt, das ist eigentlich der Anfang, wo sich mehr Menschen dann auch Musikautomaten leisten können. Und das ist ein Zentrum davon ist Leipzig und da wird es ein wirklich extrem bedeutender Wirtschaftszweig. Die Firmen machen auch Werbung damit natürlich und vergrößern ihre Fabriken ständig. Und es ist wirklich auch vielen Menschen arbeiten dort in einer sehr aufgeteilten Art und Weise. Und es ist eine ständige Weiterentwicklung. Also es ist eine sehr, sehr kreative Branche mit den Musikautomaten, die ständig neue Ideen haben. Und eine Idee, die dem Ariston dann auch so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, führt es zusammen, was wir schon gesehen haben. Und das ich bin ein bisschen zu weit gelaufen, wollte ich jetzt gerade noch mal zeigen. Gut, das ist also nicht nur ein schöner Schrank, sondern tatsächlich auch ein Musikinstrument. Schauen wir vielleicht noch mal an. Es ist ein sehr schöner Schrank, vielleicht ein bisschen unter dem Gender-Gesichtspunkt würde ich es ein bisschen kritisch vielleicht betrachten. Aber wir haben ihn jetzt hier, weil wir hier gut ins Innere schauen können. Und zwar können Sie hier vielleicht sehen, das ist wieder so ein Stimmkamm, wie wir ihn schon aus der Schweizer Spieldose hatten. Also der Erfinder von diesem Typ von Instrument, die man auch Symphonion-Instrumente nennt, hat also dieses genommen und er hat die austauschbaren Platten genommen. Ich habe die vorher schon mal rausgenommen für uns. Also das ist eine von diesen Platten, die hier drin ist. Von oben könnte man sagen, ja, es ist jetzt eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Es ist aus Metall, aber hat eben auch so kleine Löcher. Aber wenn wir es umdrehen, dann sehen wir, dass es sehr anders ist. Die andere Platte war ja aus Pappe, Karton und hatte einfach Löcher. Aber hier sind es nicht nur Löcher, sondern es hat jeweils so eine kleine Nocken, nennt man das hier. Das ist ein bisschen komplexer und die Nocken fassen dann hier in kleine Rädchen und die zupfen dann wiederum die Zungen an. Also es ist ein Zusammenbringen der austauschbaren Platten und dieses Stimmkamms der Schweizer Spieldosen und war auch extremst erfolgreich, das Ganze. Und wir schauen ein anderes Instrument an, was eben spielt. Das steht hier direkt daneben. Das ist dieses und das heißt Polyphon, wurde auch in Leipzig hergestellt und vielleicht, wenn Sie hier mal kurz reinfilmen können, hier sieht man nämlich, wie die Werbung gemacht haben.
Also mit ihren ganzen Medaillen und eben sie zeigen auch sehr schön diese riesige Fabrik. Das hat man nicht nur in der Musikautomatenindustrie, sondern generell. Rauchende Schlote damals um 1900 und eben sehr große Fabriken. Und so sind auch die also die Werbeträger. Und dieses Instrument ist besonders, weil es ist sozusagen eine frühe Jukebox. Und zwar konnte man da auswählen zwischen verschiedenen Stücken. Und zwar, indem man hier konnte man den Zeiger hin und her bewegen. Und dieses Instrument stand ganz sicher in einem Wirtshaus oder in irgendetwas, an einem öffentlichen Raum, sagen wir mal. Weil hier haben wir etwas, vielleicht können Sie sehen, was das sein könnte. So ein Münzschlitz oder was? Genau, ein Münzschlitz ist das. Also es ist wirklich wie eine Jukebox. Also man könnte hier konnte man Geld einwerfen. Ja. Aber wir sind jetzt noch einige Jahre vor den Jukeboxen. Genau, dieses ist um 1900, also diese Firma Polyphon, von der das kommt, ist 1899 in Leipzig gegründet worden. Unser Instrument ist so Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und man nennt das ein Polyphon mit einem automatischen Wechsler, mit dem Fachbegriff sozusagen. Das ist auch so ein Gerät, wenn man umzieht, dann sagen die Freunde, ach nö, müssen wir das jetzt runterschleppen? Muss das jetzt wirklich sein, dass wir das auch mitnehmen? Und es ist wirklich auch sehr, sehr schwer, muss man sagen. Und das könnten wir uns aber auch anhören. Unbedingt. Ich muss leider ein bisschen innen das Geheimnis lüften, weil wir kein ganz geeignetes Münzstück mehr haben. Und ich muss es einmal kurz aufziehen. Also Sie hören vielleicht gleich, jetzt hört man es wahrscheinlich gleich. Das Ave Maria, eines der Highlights überhaupt, wird ja auch immer gerne wieder zu Trauungen und Ähnlichem verwendet. Und Sie hatten ja auch schon gefragt, wie das mit den Highlights ist und der Hitparade. Und das ist natürlich ein Stück, was absolut zur Hitparade gehört. Ja. Ave Maria ist ja immer noch ein Klassiker. Immer noch. Ja, Wahnsinn. Genau. Da wird man ganz andächtig, wenn man das hört. Ich finde auch, man wird sehr andächtig, ob es jetzt so, ich meine, es ist jetzt hier auch nicht aufgeführt. Also. Und wir haben sehr, sehr viele Platten dazu und das ist ja auch zum Beispiel eine rein praktische Frage, wie werden Platten eigentlich, wie bewertet man es auf? Ist ja nicht so einfach, vor allem die sind wirklich groß, man sieht es ja, glaube ich, im Vergleich zu mir auch. Und wir haben so einen riesigen Kasten, sehr schön gestaltet, wo diese Platten dann drin sind, die noch dazugehören. Also das ist ja auch eben eine wichtige Frage, ja. Und also ich meine, wenn die Platte so groß ist, dann spielt das auch ein bisschen länger. Also das sind dann nicht so 1-Minuten-Stücke, sondern da kriegt man schon was drauf. Genau, wir sind jetzt so 3/4 durch das Stück durch. Ich finde es immer ganz erstaunlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Livestream hört, aber es klingt unglaublich schön, dieses Instrument. Ja. Die haben so einen vollen Klang, diese Zungen, dass ich immer ganz überrascht bin. Aber das ist natürlich die Kunst, dass man das so schön hinbekommt, dieser Instrumentenbauer. Ja, also tatsächlich hört es sich nicht an wie nur ein Instrument, sondern es hat durch die Harmonien, es ist so voll, dass es klingt, wie als würden da 10 Leute drinstehen und irgendwas am kleinen rumspielen. Ja, schön. Da steht auch noch so ein Riesending. Genau. Und dazu wollte ich noch einen Satz vielleicht sagen, weil die Kunst ist nicht nur der Instrumentenbau, sondern auch das Arrangement. Ja? Weil das natürlich eine Kunst, aus so einem komplexen Stück etwas zu machen, was auf so einem Automaten dann gut klingt. Und das ist der zweite Teil, den man manchmal unterschätzt, also der musikalische Teil sozusagen von dem Ganzen. Ja. Das ist die Vorgänger der Musikproduzenten sozusagen. Wie schaffen Sie es, dass schöne Noten auch gut klingen? Ja, dass das auch noch gut klingt. Ja. Wahnsinn. Okay. Ich durfte ja vorhin schon mal hier rüber gucken und das hat mich völlig fasziniert, wenn wir da einmal reinschauen möchten.
Das ist ja unglaublich, was da drin steckt. Wie nennt man das überhaupt, was wir hier haben? Also das Instrument ist eine Violina oder auch Phonolist-Violina. Sie kommt auch aus Leipzig und oben drüber sehen wir auch, das ist von der Firma Hupfeld. Das war eine der 2 ganz großen Firmen für Musikautomaten in Deutschland. Die zweite war ab 1900 ungefähr Welte in Freiburg, die für ihre Reproduktionsklaviere so berühmt sind. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und Hupfeld hat eben auch Instrumente gebaut, die von Lochstreifen gesteuert wurden, selbstspielende Klaviere. Und eben ganz berühmt geworden sind sie für ihre Violina. Wir haben ja schon gesehen, es sind 3 Geigen oben drin und sie sehen sehr technisch aus, finde ich, so auf den ersten Blick mit so Roboterfingern. Und was auch erstaunlich ist, sie stehen auf dem Kopf. Das fällt mir immer wieder besonders auf. Und also wir haben diese 3 Geigen und wir haben keinen normalen Bogen, den kennen Sie ja, der sieht mehr aus wie so ein Stab, sondern hier haben wir einen sogenannten Rundbogen, den können Sie hier oben erkennen. Und die Geigen sind sehr kompliziert gelagert hier, das kann man auch sehen. Also an ihrer Schnecke nennt man das ja an der Geige, den oberen Teil des Wirbelkastens sind die Geigen gelagert. Und bei dieser Geige vorne kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, wenn wir auch die Finger ein bisschen genauer anschauen, dass nur eine einzige Seite gespielt wird. Also nicht normalerweise ist ja auch das Problem, wenn Sie sich so ganz kurz einen Geiger vor Augen führen, ist es ja sehr komplex, wie man mit dem Bogen hantiert. Man macht ja ständig über die ganzen Seiten rüber und das ist ja eine komplizierte Sache. Und das hat Hupfeld eben geschafft zu vermeiden. Und es ist sozusagen der Endpunkt einer sehr, sehr langen Entwicklung, diese Violina, weil vor Hupfeld haben ganz schön viele andere Firmen und Einzelpersonen versucht, solche automatischen Geigen zu bauen, was aber nicht gelungen ist. Und Hupfeld war der Durchbruch, dass sie auf jeder Geige wird nur eine einzige Seite gespielt. Hatten wir hier schon vorne, sieht man es ganz gut. Und sie haben auf diesen komplizierte Bogenführung so verzichtet, sondern haben diesen genialen Rundbogen entwickelt, auch mit Patenten und haben den auch immer weiterentwickelt. Leider funktioniert das Instrument im Moment nicht, sodass wir das nicht vorführen könnten, sonst könnte man das ganz gut sehen. Aber es wird eben, der Bogen bewegt sich um die Geigen so rum, um die Geigen rum und die Geigen werden, die jeweilige Geige wird an den Bogen geführt, also andersrum als der Mensch das macht oder ein bisschen macht der Mensch es ja auch. Okay, die kippen dann so ran. Die kippen dann so ran und werden eben auch entsprechend gezogen. Und das Besondere hier ist, dass die wirklich sehr dynamisch gelagert sind. Das heißt, man kann auch Vibrato spielen und man kann auch laut und leise spielen. Das macht man ja bei der richtigen Geige, macht man es ja, indem man den Druck des Bogens erhöht und indem man den Bogen schneller zieht. Und das ist hier auch so. Also der Druck wird erhöht und der Bogen dreht sich dann auch entsprechend schneller, ja. Okay. Also es ist ein geniales Teil und wird eben begleitet dann vom Klavier. Wenn wir das schon nicht anhören können, Ja. könnten wir vielleicht noch zum Abschluss des Livestreams noch mit ein bisschen Musik rausgehen. Sie haben angedeutet, dass wir dieses Ding zum Laufen kriegen könnten, richtig? Genau, also ich muss dazu sagen, ich spiele das normalerweise nie. Von daher kann ich jetzt nur die Grundfunktion zeigen von diesem Instrument. Meine Kolleginnen und Kollegen können das viel besser, weil man dieses Instrument auch üben muss. Aber ich erzähle gerne ein bisschen was dazu. Das ist eine Phonola. Also man sieht vielleicht, also das, was davor steht, was eher diese schlichte Gestaltung hat, ist ein sogenannter Vorsetzer. Man setzt es vor das Klavier und spielt damit das hintere Klavier. Man sieht, das ist hier sehr historistisch. Also man sieht auch, das passt nicht unbedingt, war nicht zusammen gedacht. Und auch diese Phonola stammt von der Firma Hupfeld und ist ein sogenanntes Kunstspielklavier, nennt man das in der damaligen Zeit. Das wird von einer Notenrolle gesteuert, das sehen wir gleich. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob Sie das kurz zeigen können, da sind solche Finger, die auf die Tasten gehen. Sieht sehr lustig aus, also so Holzfinger, die dann das Klavier eigentlich spielen. Na dann. Versuchen wir und gesteuert wird es durch eine Lochstreifenrolle und normalerweise ist es sozusagen, muss man bei diesen Kunstspielklavieren, muss der Spieler das auch interpretieren. Dazu muss er sich aber die Musik vorher anhören und ich kann das nicht. Aber ich spiele einfach die Grundfunktion, ich hoffe, dass es funktioniert. Genau. Und in diesem Fall ist es so, das läuft nicht elektrisch, sondern ich muss treten, wie bei einem Harmonium sozusagen. Wie funktioniert das?
das richtig kann, könnte man halt noch alle Interpretationsparameter steuern und das ist dann eine sehr, sehr lebendige und auch ausdrucksvolle Musik. Ich klatsche mal, stellvertretend für alle Besucher, die jetzt nicht im Museum sein können. Also wie gesagt, nur ein vielen Hauch Dank. dessen, was es kann, aber vielleicht kommen Sie mal live, wenn das Museum wieder offen ist und lassen sich das professionell vorführen dann, ja. Das war so ein toller Rundgang. Vielen, vielen Dank. Bitte schön, ja. Danke an alle, die im Livestream dabei waren. Ich gucke mir noch ein bisschen um und auf dem Heimweg werde ich versuchen, Vögelchen beizubringen zu pfeifen. Schön, so machen ja. wir es, oder? Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Dankeschön. Bitte.